Countdown läuft jetzt. Also hallo liebe dentale Community, ich freue mich heute 2025 auf den nächsten coolen Tag mit Klaus Schenkmann. Wir haben schon vorab ein bisschen diskutiert und Klaus wird auf Dental TV noch viel präsenter sein. Ich möchte, dass auch viele von euch da draußen, die YouTube-Kanäle haben, die Podcasts haben, die auch mal gerne vor der Kamera stehen möchten oder was auch immer, macht doch mit, weil es macht Spaß, zusammen etwas zu machen. Und das ist doch das Interessante im Leben, gemeinsam Projekte anzupacken, gemeinsam Dinge zu machen. Und am Schluss profitieren wir alle davon. Also Klaus, wir haben letztes Mal diskutiert, was könnten wir als nächstes besprechen. Und dann kamen wir in der Einleitung Thema Webseite. 1994, da waren viele von euch da draußen noch nicht mal geboren, da habe ich dentist.ch registriert. War eine spannende Geschichte. Ich war dann einer der ersten Zahnärzte mit einer Webseite, wurde dann von der SSO, das ist die Schweizerische Zahnärztegesellschaft, so ein bisschen abgemahnt. So, lieber Herr De Vigo, das geht gar nicht, das ist so Teufelszeug. Eine Webseite, das ist illegale Werbung, das müssen Sie sofort abschalten. Und ich habe mich dann auch mit ein paar Kollegen aus Deutschland, die sehr aktiv waren zu der Zeit, ein bisschen connected, wie man so schön sagt. Und die haben dann auch, also in Deutschland zum Teil sind die dann mit Anwälten sogar vor Gericht gegangen, um zu erwirken, dass sie doch eine Webseite führen können und dass eine Webseite eigentlich schon ein Marketinginstrument ist, aber in erster Linie eigentlich der Ersatz des Telefonbucheintrags oder der Local Information und so weiter. Aber das möchte ich mit dir vielleicht ein bisschen besprechen. Und die erste Frage, bevor wir in die vielen Details, die du mir da aufgeschrieben hast, reingehen, ist, braucht es überhaupt eine Webseite? Ja klar. Hallo zusammen. Erstmal moin vom Deich. Schön, dass wir uns wieder unterhalten, auch im neuen Jahr. Mein lieber Alessandro, freut mich sehr. Und ja, selbstverständlich braucht es eine Website. Also, wenn du mir die Frage so stellst, dann beantworte ich die ganz einfach mit einem selbstverständlichen Ja. Denn nur weil es andere Kanäle gibt, ich weiß ja, worauf die Frage hinausgeht, ja, und die wird ja auch oft diskutiert. Ja, wir haben doch jetzt Social Media, wir haben doch jetzt Instagram, da folgen uns 784 Trilliarden Menschen und da brauchen wir doch keine Website mehr. Ja, ganz ehrlich, ihr Lieben, nur weil ihr einen Rasenmäher habt, der fahren kann, schafft er ja auch das Auto nicht ab, ne? Also selbstverständlich ist und bleibt die eigene Website, die Unternehmens-Internetseite der Zahnarztpraxis, die Basis eurer gesamten Online-Kommunikation und eures Online-Marketings. Ja, dafür gibt es viele Gründe, die können wir gerne diskutieren, mein lieber Alessandro. Aber ja, die Website in Verbindung mit dem Google-Unternehmenseintrag, Google-Business-Eintrag ist und bleibt ein Basisprogramm. Da kommt keiner drum herum. Punkt. Also dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Du hast mich ja wieder perfekt gebrieft, wie man das so schön sagt. Und das ist dann fließender Übergang. Du hast schon teilweise beantwortet. Was ist das Hauptziel einer Webseite für eine Zahnarztpraxis? Ich hole ein ganz klein bisschen aus, aber nicht weit, also keine Bange. Marketingziele sind immer abhängig von den Praxiszielen. Und die Website ist ein Marketinginstrument. Also geht es wie bei jedem Kanal, wie bei jeder Kommunikationsmaßnahme immer um die Frage, was möchte ich mit meiner Website erreichen? Ja, natürlich können wir sagen, jetzt mal unabhängig von allen Praxiszielen, von allen Zielen, die wir uns in Quartal 1, 2, 3, 4 stellen. Die Website ist immer ein Anlaufportal für Menschen, die sich über mein Unternehmen informieren wollen. Und in erster Linie geht es da um die Menschen, die mich noch nicht kennen. Also jetzt in Bezug auf die Zahnarztpraxis. Wir sprechen schon mit der Zahnarztpraxis-Website die Menschen an, die neu zu mir kommen. Und jetzt muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren. Ja, geht es da um konkrete Patientengruppen? Geht es mir generell um Neupatienten? Geht es mir
in meinem Briefing steht irgendwo ein Satz drin, mein Lieber, keine Website ohne Karriereseite. Ja, und das ist natürlich heute ein ganz klares Ziel. Ich möchte, dass sich Menschen über mich als Arbeitgeber, Marke als Arbeitgeber informieren können. Und das machen die meisten nun mal irgendwann auf der Website. Ja, deshalb das Ziel der Website ist letztendlich, Menschen mit meiner Praxis in Verbindung zu bringen, Menschen die Möglichkeit zu geben, mich, mein Team, meine Leistungen, alles das kennenzulernen, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, sich persönlich kennenzulernen, aber natürlich auch sofort schnelle, konkrete Informationen zu bekommen. Wo ist die Praxis? Was hat die Veröffnungszeiten? Was sind die Schwerpunkte? Und so weiter und so fort. Alles das hängt dann natürlich wieder damit zusammen, so wie wird eine Website gestaltet, welchen Content brauchen wir. Alles das muss auf die Ziele einzahlen. Ne? Das ist dann gleich die nächste Frage, dass wir da schön auch deinem Briefing folgend schön Step by Step durch diese Punkte gehen können. Also, ich habe verstanden, ich brauche eine Praxis-Webseite, die soll auch ein bisschen die Philosophie der Praxis, den Spirit widerspiegeln. Was bieten wir an? Was machen wir? Was sind unsere Stärken? Wieso soll ein Patient sich auch für uns entscheiden? Ich habe gemerkt, dass ganz viele Praxen noch nicht Videos auf ihren Webseiten einbinden. Meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute auch ein bisschen sehen, mit wem sie es dann zu tun haben. Ich habe ganz kurzes Willkommensvideo, dass ich sage, wer ich bin und dass ich mich freue, zusammen mit meinem Team mich um sie zu kümmern. Also, dass die Leute einfach so ein bisschen den Eindruck bekommen. Man könnte auch einen Praxisrundgang machen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja, Content-Möglichkeiten gibt's ohne Ende, natürlich. Also, klar. aber was sind die wichtigen Aspekte? Also, wenn wir von einer Praxis-Webseite reden, was gehört unbedingt auf eine Praxis-Webseite? Werde ich dir gerne zusammenfassen. Auch da können wir uns endlos drüber unterhalten, Ja, weil was drauf gehört. Ne? Genau, wir framen das mal. Auch die Leute, die jetzt da uns zuhören oder zuschauen, dass die so ein bisschen auch ein bisschen Anregungen bekommen, und wir können gerne dann auch in folgenden Episoden das Thema Webseitengestaltung, soll eine Webseite jetzt von der Praxis selber betreut werden? Soll das outgesourced werden? Braucht man Profis für solche Dinge? Weil das waren schon Diskussionen, die ich auch mit anderen Leuten hatte. Am Schluss sehen sonst alle Webseiten gleich aus. Also so nach dem Motto, die Agentur hat ein Beispiel oder ein Layout und dann werden einfach die Farben ein bisschen angepasst und dann verkauft man das an 100 Zahnarztpraxen, dann sehen alle Webseiten gleich aus. Also das sind vielleicht auch Punkte, die man dann in einer weiteren Episode diskutieren kann. Aber jetzt mal einfach grundlegend. Was sind die 3 oder 4 Key Elements, die auf eine Webseite gehören? Lass mich ganz kurz noch eine Sache anschließen an deiner Einstiegsfrage, weil es gibt so einen ganz wichtigen Punkt, den viele gerne schnell vergessen, wenn es so um diese Thematik Social Media, Website und so geht. Seid euch eigentlich vor allem immer eins gewiss, diese Website ist einer der wenigen Kanäle, der euch gehört, auf den ihr Zugriff habt, wo ihr die Hoheit drauf habt. Ja, alle anderen Kanäle sind nur geliehen. Ja, euer Instagram-Account, eure Facebook-Seite, euer LinkedIn-Account, egal was ihr nehmt, es ist von großen Konzernen geliehen. Ihr könnt das nutzen, ihr könnt darauf ganz viel machen, aber es gehört nicht euch. Auf der Website habt ihr die Hoheit. Dort entscheidet ihr, welcher Content, welche Farbe, welche Botschaften, wie gestalten wir das. Und, also wenn jetzt nicht irgendjemand hingeht und aus Versehen das Internet löscht, dann gehört euch diese Internetseite auch dauerhaft. Und das ist schon mal ein allererster, ganz wichtiger Hinweis, unabhängig von Gestaltung von Elementen von Content. Ja, bitte die URL, die Website-Adresse, auf der eure Internetseite läuft, auf der die gehostet wird, die gehört bitte euch. Wichtig, die gehört euch, die gehört niemals der Agentur. Ja, und das ist ja auch einer der Gründe, wieso ich Dental TV angefangen habe, weil ich gesagt habe, schau mal,
einfach Content irgendwo zu verteilen und zu verbreiten, macht keinen Sinn, sondern das ist, was du ganz richtig und konkret sagst, das gehört mir. Ja. Das ist quasi das ist eigentlich meine eigene Social Media Plattform. Ich habe es ja quasi so ein bisschen marktschreierisch oder wie man das will, gesagt, the Netflix for the Dental Community. Es gibt dann Netflix-Fans und Leute, die Netflix nicht mögen, aber grundsätzlich ein Kanal, in dem man Edutainment genießen kann. Aber das ist ganz wichtig, was du sagst. Das ist eine Quelle, die dir selber gehört und auf der du entscheiden kannst, was du machen willst. Der Punkt, den du schon besprochen hast, keine Webseite ohne Karriereseite. Vielleicht erklär mal, was ist eine Karriereseite? Ja, lass uns da gleich zu kommen, lieber Alessandro, weil ich habe ja deine letzte Frage noch nicht beantwortet. Ja, stimmt. Mach das noch weiter. Fertig, sorry. Denn du hast ja gefragt, was gehört denn zwingend auf eine Website? Genau. Ja? Und wenn man jetzt wirklich über Standards spricht, also erstmal wichtig für alle, die jetzt damit anfangen, die sich noch nie Gedanken gemacht haben. Du hast eben so einen Satz gesagt, ja, dann sehen ja alle Websites gleich aus. Auch da muss man natürlich sich heute eins vor Augen halten. Am Ende reden wir hierüber. Ja, die Website findet hier statt. Auf dem Smartphone, das heißt, die Gestaltung und das Design ist schon sehr abhängig von der Form der Smartphones. Ja, wir reden von Mobile First. Es muss auf diesen kleinen digitalen Dingern, die wir alle mit uns rumtragen, wunderbar funktionieren. Ja, deshalb muss man auch immer schauen, welche Rolle spielt denn am Ende Design und solche Sachen. Aber deine Frage war eine andere. Was gehört zwingend drauf? Ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Wenn ich auf eine Website komme, und ich bin dort neu. Ich habe ja eben gesagt, ne, wir holen hauptsächlich Neupatienten auf die Website, aus welchen Gründen auch immer die da hinkommen, über Ads, über eigene Suchen, Suchintentionen, whatever, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ja, dann möchte ich dem Nutzer sofort zeigen, hier bist du richtig. Du bist in der Zahnarztpraxis in Köln, München, Düsseldorf, Stuttgart, die du gesucht hast. Wir sind das. Und weil du uns gefunden hast, bist du hier richtig. Das heißt, es sollte sofort eine Botschaft auch sichtbar sein, dass jemand, der dort draufkommt, ein gutes Gefühl hat, dort richtig zu sein. Ja, jetzt muss man halt wieder so ein bisschen aufpassen. Ne? Wir haben früher sehr gerne mit Claims gearbeitet, ne, die dann auf der Website oben stehen, die sofort einen emotionalen Bezug haben. Aber wir müssen gucken, ne? Hier oben, da muss alles drauf, ja. Da müssen auch die wichtigsten Informationen direkt drauf. So, wo findest du welche Inhalte auf der Website? Ein übersichtliches Menü, was sofort als Menü ersichtlich ist, wo man draufklicken kann und sofort alle Themen findet, die relevant sind. Man muss sofort sehen, wie finde ich denn die Öffnungszeiten? Sind die sofort präsent? Das muss nicht unbedingt sein, aber ich muss einen Button haben, wo klar ist, wo sind die Öffnungszeiten. Wir machen im Moment viele unserer Webseiten so, dass wir hier unten 3 Buttons haben, wie in einer App quasi, wo man unten sieht, Kontakt, Öffnungszeiten und vielleicht Karriereseite. Ja. Wenn wir uns heute über Standards unterhalten, dann reden wir genau über das. Der Nutzer muss draufkommen und er muss sehen, ich bin in der und der Praxis an dem und dem Ort. Die holen mich ab. Ich habe sofort das Gefühl, ich bin hier richtig. Und dann wird es schon so ein bisschen diffiziler, ne? Weil man sollte auch schon natürlich versuchen, auch auf diesem kleinen Smartphone mit Farbgebung, mit emotionalen, sympathischen Bildern auch das darzustellen, was die Praxis letztendlich auch darstellen will. Die Website ist ja nichts anderes als der Spiegel des Images der Praxis, ja, wo auch ein Nutzer sofort sehr schnell Informationen bekommen soll. Mit wem habe ich es da zu tun? Mit was für Menschen habe ich es da zu tun? Also nicht einfach nur das klassische, du bist eine Zahnarztpraxis, was bietest du mir? Ich gehe als Nutzer heute immer davon aus, wenn ich auf einer Zahnarztseite bin, dass der letztendlich auch ja die Behandlungen anbietet, die ich bei einer Zahnarztpraxis erwarte. Und deshalb ist so dieser erste Blick auf eine Website ja schon so etwas wie, finde ich da so ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal? Finde ich da etwas, was mich als Nutzer triggert, dass ich das Gefühl habe, hier bin ich richtig?
Und das, was ich jetzt sage, bezieht sich natürlich vor allem auf die Menschen, die auf die Startseite kommen. Die Startseite ist übrigens die Homepage, ja. Die ganze Website ist nicht die Homepage, nur die Startseite ist die Homepage. Das war jetzt Klugscheißen mit Klausi, ist auch nicht wichtig, aber die Begrifflichkeit ist einfach so, ne? Wir haben natürlich im Online-Marketing, wenn wir über Webseiten reden, ja auch ganz andere Aufgaben, ganz andere Themen. Wir holen ja auch Menschen auf eine Landingpage zum Thema Implantate, die konkret sich um Implantate kümmern und Informationen suchen. Die landen gar nicht auf der Startseite. Ja, weil die wollen ja guter Implantologe in meiner Nähe. Und wenn deine Website einigermaßen suchmaschinenoptimiert ist und dein Content stimmt, dann kann das sein, dass deine Website zu diesem Suchbegriff angezeigt wird. Ja, und dann landen die natürlich nicht auf der Startseite. Ja, oder sie landen auf einer Google Ad, auf einer Anzeige und von da werden sie auf die Implantatseite weitergeleitet. Auch da geht es sofort darum, bin ich hier richtig? Ja, da darf dann oben nicht drinstehen, willkommen in Ihrer Zahnarztpraxis, wir bieten das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde, sondern da steht dann, Ihr Zahnimplantat aus Köln, ja, Ihr Profi freut sich darauf, endlich Ihren Kiefer aufzumeißeln. So, das steht natürlich nicht da, klar. Ja, also, wir müssen auf jeder Website, auf jeder Landingpage, auf jeder Unterseite unserer Website die Menschen mit dem abholen, was sie letztendlich auch gesucht haben, wo sie sich zu Hause fühlen. Das geht jetzt allerdings schon so ein bisschen tiefer. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn jemand zum ersten Mal auf dieser Seite ist, zeigt ihm sehr klar und sehr deutlich, wo findet er die relevanten Informationen. Wer sind wir? Wann haben wir auf? Wie erreicht man uns? Was sind unsere Schwerpunkte? Und warum sind wir die Richtigen für dich? Das sind so die Dinge, die muss man sich überlegen. Das habe ich über die Jahrzehnte, am Anfang wurde meine Webseite immer größer, bis sie fast Wikipedia-Ausmaße angenommen hat. Und dann war das Problem, wie handle ich das? Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ja quasi fast einen Tag in der Woche meine Webseite betreuen, um zu schauen, dass die Daten alle aktuell sind, weil ich News drin hatte und. Mhm. Dann habe ich mal irgendwann angefangen, das Ganze wirklich abzuspecken. Und meine Website im Moment ist relativ rudimentär, hat aber alle diese Elemente, die du erwähnt hast, in einer sehr kompakten Form optimiert für Smartphone. Gebrauch. Und seit ich das so gemacht habe, vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren schon, Zeit vergeht ja so schnell, habe ich das Gefühl, dass meine Webseite häufiger besucht wird, auch wenn ganz viele Dinge, über die wir nachher noch reden, auf meiner Webseite nicht 1:1 umgesetzt sind, profitiere ich doch immer noch von dem Bonus, dass ich eine Domäne habe, die relativ relevant ist und dadurch, dass sie schon so lange auch online ist, irgendwie ohne dass man da groß Werbung macht, immer weit oben steht. Die könnte weiter oben stehen. Da kommen wir noch dazu. Was kann man machen? Dass Leute, dass Patienten auf die Webseite gehen? Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, möchte ich trotzdem noch einmal kurz meine Frage wir haben ja Zeit. Was ist eine Karriereseite? Ja, okay, beantworte ich dir gerne. Die Karriereseite ist letztendlich die Landingpage, also der Teil der Website, die Unterseite, die mich als Arbeitgebermarke optimal in Szene setzt. Ja, wo Menschen genau diese Informationen bekommen, die sie haben müssen, wenn es darum geht, wenn sie sich die Frage stellen, ist diese Zahnarztpraxis für mich ein geeigneter Arbeitgeber? Ja, auf einer Karriereseite, also ich frage ja ganz oft bei Vorträgen, wenn ich Menschen treffe, habt ihr eine Karriereseite? Also dann habe ich schon vorher geklärt, ob sie überhaupt eine Webseite haben, aber habt ihr eine Karriereseite? Da gehen dann oft die Hände hoch. Und wenn ich mir die dann angucke, sehe ich da, willkommen in Ihrer Zahnarztpraxis, hier sind unsere Stellenangebote. Eine Karriereseite hat nichts mit Stellenangeboten zu tun. Die gehören auch da drauf, verlinkt. Ja, weil jedes Stellenangebot muss ja eine eigene Unterseite haben, sonst kann man sie nicht für Google for Jobs optimieren. Sidekick können wir auch mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, Employer Branding auf der Website. Die Karriereseite zeigt mir als potenziellen Interessenten für einen Job in eurer Praxis
Auch das Gleiche wie dem Patienten. Mit wem habe ich es da zu tun? Was für Menschen sind da in der Praxis? Was haben die für Werte? Was erwartet mich da? Warum bin ich dort richtig? Also im Grunde genommen hat die Karriereseite genau die gleiche Aufgabe wie alle anderen Unterseiten auch. Der Nutzer, der mit der Fragestellung Job in einer Zahnarztpraxis in meiner Stadt auf meiner Website landet, der soll mit einem guten und richtigen Gefühl abgeholt werden. Der soll wissen, mit wem habe ich es da zu tun? Was für Menschen suchen die eigentlich? Was bieten die mir auch? Also auf unseren Karriereseiten versuchen wir, vor allem auf den Azubi-Seiten, wenn ihr euch die mal angucken wollt, da finden die Menschen alle Infos, die sie brauchen, bis hin zu den offengelegten Gehältern, nicht nur in der Ausbildung, sondern auch später. Also komplett informative Seiten. Und die natürlich wieder so ausgerichtet, dass sie sich an die Zielgruppe wenden. Ne? Deshalb bin ich ein großer Freund davon, die Karriereseite für die Azubis anders zu gestalten als die für die, ich sag's jetzt mal so, erwachseneren Nutzer. So, ne? Sehr spannend. Wenn Ja. ich mir jetzt das so mal anhöre, dann kommt mir spontan eine Frage in den Sinn: Wer soll eine Webseite betreuen? Naja, wer kümmert sich denn um die Mundgesundheit der Menschen? Ja, nein, meine Frage geht dann, du hast es schon verstanden. Ja, deshalb. Wer kümmert sich um die Zähne der Patienten? Kann er das an jemanden in seinem Team delegieren? Oder würdest du empfehlen, dass irgendwie jemanden wie dir oder irgendeiner anderen Agentur outsourcen? Also was ist klar, du sagst, wir machen Webseiten, kommt zu uns, wir machen das für euch. Aber jetzt mal einfach eine ganz normale Praxis, die jetzt nicht riesengroß ist, auch nicht ein überschwängliches Marketingbudget hat. Was empfiehlst du da? Meine Antwort auf deine Frage war schon ganz bewusst so. Wer kümmert sich um die Mundgesundheit der Menschen? Der es kann. Der Zahnarzt, die Zahnärztin, ja, der Profi. So. Und damit habe ich dir schon einen wichtigen Punkt gegeben. Du kennst ja mittlerweile einen meiner Lieblings-Hashtags, kommt drauf an. So. Wenn ich jetzt als Unternehmen Zahnarztpraxis das Ziel habe, eine Marketingmaßnahme wie eine Website zu installieren mit klaren Marketingzielen, die gefunden werden soll im Netz, die Menschen von mir überzeugen soll, die als Online-Marketing-Instrument funktionieren soll in meinem gesamten Marketing-Mix, dann kommst du nicht drum herum, das Ganze von Profis erstellen zu lassen. Ja, weil es ja von Anfang an ein Gesamtkonzept ist. Wenn wir Webseiten erstellen, dann spreche ich mit Praxen eben erstmal über ihre Werte, über Purpose, über ihre Positionierung. Bevor wir überhaupt uns nur Gedanken gemacht haben, ist die Website grün, gelb oder rot oder wie auch immer. Ich möchte aber direkt auf dein Beispiel gehen. Du hast gerade gesprochen von einer kleinen Zahnarztpraxis, einer normalen Zahnarztpraxis, die vielleicht auch nicht so ein großes Marketingbudget hat. Davon gibt es ja ganz viele. Und ja, jeder von euch ist heute in der Lage, mit Systemen, mit Baukästen, mit Tools, mit Angeboten eine Internetseite zu erstellen, die auch durchaus gut aussieht, die auch durchaus kleine Suchmaschinenoptimierungsfunktionen hat. Das ist alles möglich. Ja, 2 Fragen, die man sich aber stellen muss. Möchte ich meine Zeit dafür aufwenden oder behandle ich in der Zeit nicht lieber Patienten, Patientinnen, spiele mit meinen Kindern oder gehe Eis essen oder mache irgendwas anderes? Ja, natürlich freue ich mich über jeden, der zu uns kommt und sagt, hey, ihr macht ja Websites und macht das mal für uns. Wir machen auch Internetseiten, ja, aber wir sind keine Webbude. Also wenn jemand für, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich spinne jetzt rum, nehmt mich da jetzt bitte nicht beim Wort. Wenn jemand jetzt für 4.000 € eine Website mit allem drum und dran haben will, komplett getextet und so weiter und so fort, ja, die bekommst du überall. So, ist das aber dann eine Seite, wo du sagst, ich muss mich um Texte nicht kümmern, weil ihr als Redakteure wisst genau, was ein AMP8-Test ist und was eine Sofortimplantation ist, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, ich muss nur die Texte freigeben. Könnt ihr unseren strategischen Ansatz, unseren Wunsch, in den nächsten 6 Monaten 40% mehr Implantate zu setzen, über Online-Marketing mit der Website umsetzen? So, ja, das machst du nicht alleine als Zahnarzt. Selbstverständlich sind die Möglichkeiten da. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kann Google Ads schalten,
kann Social Ads schalten. Das ist aber in den meisten Fällen rausgeschmissenes Geld, ja, weil nur die Profis wissen, worauf muss ich achten, wie funktionieren die ganzen Sachen im Hintergrund, dass das alles geht und dass man ein komplettes Marketing ohne Marketingagentur machen kann. Natürlich ist das möglich. Und ich bin der Letzte, der behauptet, das wird niemals funktionieren. Ich kenne Beispiele, wo es durchaus funktioniert. Jetzt kommt aber, das Wort aber wollte ich gar nicht nutzen, weil wir es mit unterschiedlichen Situationen zu tun haben. Du hast ja dein eigenes Beispiel gerade eben genannt, Alessandro. Du hast deine Seite reduziert, du machst nicht das unbedingt, was wir vielleicht tun würden und trotzdem funktioniert es. Und eins kann ich sagen, jede Internetseite, jede Website funktioniert genau so gut, so schlecht der Wettbewerb ist. Ja, du kannst auf deiner Website deinen Content reduzieren. Internetseiten brauchen Texte, brauchen viel Text, brauchen langen Text, brauchen geile Texte, brauchen guten Content, brauchen viele Videos, ganz klar. Wenn du aber im Umkreis von 40 Kilometern die einzige Zahnarztpraxis bist, die eine Website hat, die ein bisschen da investiert, dann reichen oft rudimentäre Dinge. Und die reichen dann so lange, bis der kommt, der es besser macht. Und deshalb kann ich auch nie und würde ich auch nicht tun, so Fragen so allgemein beantworten, was muss auf eine Website drauf, also außer jetzt die Standarddinger, die alle haben, keine Frage. Wie teuer ist so eine Website? Das weiß ich nicht, weil die Ansprüche an Inhalte, an Suchmaschinenoptimierung, die wir aber in der Basis fast überall gleich machen, die hängen ja ganz stark davon ab, wie stark ist denn der Wettbewerb? An wem muss ich mich denn eigentlich vorbei googeln und vorbei ranken? Und dann komme ich noch mal ganz kurz auf einen Halbsatz von dir von eben. Ob wir es da mit einer Einbehandlerpraxis mit 3 Mitarbeitern zu tun haben oder einem MVZ mit 30, 50, 100 Mitarbeitern, das spielt keine Rolle. Die Aufwände für Suchmaschinenoptimierung, für Online-Marketing sind die gleichen. Bei Google ist es egal, ob deine Praxis klein oder groß ist. Wir müssen sie positionieren. Ja, natürlich kostet eine Website für 100 Leute am Ende mehr, weil du musst 99 Menschen mehr fotografieren. So, das sind andere Dinge, über die ich jetzt spreche. Aber mir ist immer sehr wichtig, dass man sich nicht in dieser Annahme verliert, nur weil meine Praxis kleiner ist, brauche ich weniger Budget, muss ich weniger aufwenden. Entscheidend sind immer die Ziele, entscheidend sind die Menschen, die mich daran hindern, meine Ziele zu erreichen. Das ist meistens der Wettbewerb. Und wenn das stark ist, dann muss ich auch viel aufwenden, um erfolgreich zu sein. Ja. Ja, weil ich habe so dann mein Eindruck ist, also gut, ich kenne die deutsche Zahnmedizin oder ich sag's mal die Werbeseite der deutschen Zahnmedizin jetzt nicht so ausgiebig. In der Schweiz scheinen mir Zahnärzte und Ärzte relativ zurückhaltend zu sein, wenn man Webseiten anschaut oder aggressives Marketing, aggressive Werbung, ist bei uns noch irgendwie trotz allem verpönt. Also verpönt im Sinn von, ja, dann hört man dann oft den Spruch so, der macht Werbung, der hat keine Arbeit. Ja, mag ja sein. Aber weißt du, Alessandro, wir müssen uns ja nicht nach den Glaubenssätzen der anderen richten. Nein, das war jetzt ein bisschen auch provokativ. Nein, natürlich. Ganz klar, habe ich auch genauso verstanden. Und ich weiß auch genau, was du meinst. Und das hören wir ja, also heute hier in Deutschland kaum noch. Als ich in der Dentalwelt angefangen habe, 2007, beim großen Zahnärzte-Netzwerk hier in Deutschland und wir die ersten Praxen auch da betreut haben, da war das auch noch so. Also da waren Anwälte im Spiel und so weiter und so fort. Über die Zeiten müssen wir gar nicht mehr reden. Aber um nochmal auf dein Thema zu kommen, genau darum muss es ja am Ende gehen. Ich würde mir immer sehr gut, und bei uns gehört das dazu, dass wir eine Online-Analyse des Wettbewerbs machen, dass wir uns angucken, wenn wir jetzt eine Website erstellen und wir machen keine Internetseiten ohne Content-Marketing anschließend, ohne Suchmaschinenoptimierung, ohne weiterführendes Marketing, ja, mit Blogartikeln und whatever. So. Also das heißt, die Pflichtaufgabe für uns ist am Anfang immer zu schauen, in welcher Region ist diese Praxis, mit welchen Themen wollen wir diese Praxis nach vorne bringen
und mit welchen Suchbegriffen und Suchintentionen vor allem gehen Menschen ins Netz, um genau die Themen zu finden, die unsere Praxis auch spielen will. Ich muss ja nicht Hunderttausende von Euro aufwenden, um eine Praxis im ästhetischen Bereich nach vorne zu bringen, ja, wenn sie eigentlich nur Implantate setzen will. So, also vergleichen wir auch in der Online-Analyse nur Praxen mit dem gleichen Setup von Suchintentionen. Ne, denn die Konkurrenz meines Implantologen sind die anderen implantologischen Praxen und nicht der Kinderzahnarzt nebenan. Ja, und das ist das, was am Ende immer aus meiner Sicht so das Wichtigste ist. So eine klare strategische Grundsituation, die für alle gleich ist. Wenn dann jemand sagt, Klaus, weißt du, das ist alles toll, ich habe dafür einfach kein Budget, ich möchte mit was Einfachem anfangen, Hauptsache ich habe dann irgendwas, dann findet man für sowas auch immer eine Lösung. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich habe hier 3.000 Euro, mehr will ich nicht ausgeben, ganz ehrlich, der braucht nicht zu uns, zu einer Spezialagentur zu gehen. Dafür sind wir dann viel zu kostenintensiv. Teuer will ich gar nicht sagen, aber da findet man andere Lösungen. Das ist gar keine Frage. Du musst ja grundsätzlich bereit sein, etwas zu verändern. Also du erkennst, also das sind ja auch die Talks, die ich mit dem Dominik Bouillet, der Finanzexperte, haben wir dann ja gesagt, der ist eigentlich ungewollt in diese Finanzgeschichte abgedriftet, weil ganz viele Zahnärztinnen und Zahnärzte halt mit Geld nicht umgehen können oder andere Probleme haben. Aber das ist schon eine Geschichte. Was bist du bereit zu tun? Erkennst du überhaupt, dass da etwas veränderbar wäre? Also ich spüre schon eine gewisse Trägheit in der dentalen Community als Gesamtes. Und das ist nicht nur in Deutschland oder der Schweiz. Der Zahnarzt, die Zahnärztin oder der Zahnarzt sind jetzt nicht gerade die Innovationstreiber. Also die sind schon, also das muss man sagen, das sage ich dir aus der Erfahrung, 40 Jahre CAD/CAM Zahnmedizin, und ich hätte mir vor 40 Jahren, also 1985, als Professor Möhrmann uns CEREC vorgestellt hatte und ich gedacht habe, wow, das ist die Zukunft der Zahnmedizin. Und wenn wir heute 40 Jahre später schauen, sind wir eigentlich noch nicht so weit gekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also Ja, andere Dinge haben sich wesentlich schneller und wesentlich weiter entwickelt, weil die Zahnmedizin oder viele Dinge in der Zahnmedizin halt auch noch oldschool funktionieren. Also wieso soll ich etwas ändern, wenn es ja schon mein Großvater so gemacht hat und bei dem hat es funktioniert, bei meinem Vater hat es funktioniert, bei mir funktioniert, wird auch bei meinem Sohn oder bei meiner Tochter funktionieren. Also das ist so eine Grundhaltung, die ich auch versuche ein bisschen aufzuweichen. Ich sage jeder Kollegin, jedem Kollegen, hey, nimm mal den Finger raus, wie man so schön sagt, und streng dich an und schau mal rum, wie viele Möglichkeiten das du hast, etwas zu verändern, weiterzukommen und am Schluss endlich auch mehr Spaß zu haben. Also wenn man sich verändert, wenn man neue Ideen hat, neue Projekte hat, man muss ja nicht immer alles gleich total auf den Kopf stellen, macht doch das Leben viel mehr Spaß. Und das ist ja, vor allem, deshalb weißt du, hören wir jetzt ja ständig, vor allem aus Amerika, diese Welle der depressiven Zahnärzte. Also wenn man da diesen Leuten, die natürlich viel Geld im Moment damit verdienen, da hat man das Gefühl, 99% der Zahnärzte sind depressiv und nehmen Antidepressiva oder was, glaube ich nicht ganz. Also bin ich nicht ganz so der Meinung, weil doch ein großer Teil der Zahnärztinnen und Zahnärzte den Beruf ja nicht gewählt haben, so nach dem Motto, oh, ich möchte einfach viel Kohle verdienen. Das war übrigens mein Klassenkollege auf dem Gymnasium, weil ich wollte ja Journalist werden mit 18 und der hat mir dann gesagt, du Alessandro, komm, wir studieren Zahnmedizin, da können wir schnell Kohle machen. Also es ist im Prinzip schnell Kohle machen, muss man schon in den Kontext sehen. Es ist ein Studiengang, der natürlich sehr praxisorientiert ist, leider etwas weniger als ich studiert habe. Wir hatten noch sehr viel manuelles Training, das wurde leider reduziert. Das heißt, auch damals war ein Zahnarzt noch nicht fertig, wenn er fertig studiert hatte. Aber du durftest dann raus und im Vergleich zu einem Arzt oder anderen Akademikern konntest du gleich eine Praxis aufmachen, du konntest gleich dein Geschäft loslegen. Und damals war die Situation auch eine andere, weniger Konkurrenz.
du konntest relativ schnell viel arbeiten. Und wenn du viel gearbeitet hast und ein bisschen clever warst, dann konntest du auch anständig Geld verdienen. Die goldenen Zeiten sind nicht nur in der Zahnmedizin, ja, wie wir alle wissen, vorbei. Du musst für das gleiche Geld mehr tun. Aber trotzdem sage ich, hey Jungs, nicht jetzt einfach, es geht mir schlecht. Und, also das ist ja, wie heißt, ich weiß nicht, ob in Deutschland das auch heißt, die Bauern, die jammern, haben die größten Kartoffeln. Ja, sehr oft so, ja. Also ich würde es mal nochmal, weil die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist ja prädestiniert, um jetzt wieder auch auf unser Thema weiterzuleiten. Denn alles das, was du gerade geschildert hast, ist ja nichts anderes als, was für ein Mindset habe ich als Unternehmer? Darum geht's ja, um nichts anderes. Ja. Und ich habe ja Gott sei Dank oder wir haben Gott sei Dank viele, viele Praxen, die eben ein Unternehmergehen haben, die das erkannt haben, die wissen, dass du heute keine Chance mehr hast, wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern, wenn du nicht bereit bist, dich an bestimmte Veränderungen anzupassen, ja, und das Denken, es hat bei meinem Vater funktioniert, bei meinem Großvater funktioniert, dann funktioniert es auch heute. Das funktioniert sogar, solange kein anderer es besser und anders macht. Aber das wird eben nicht funktionieren. Und deshalb ist für mich beispielsweise auch so ein typisches Beispiel oder ein Zeichen für jemanden, der unternehmerischen Geist hat, sind Praxen, Inhaberinnen, Inhaber, die wirtschaftlich auf einem hohen Niveau es schon geschafft haben, sich zu etablieren. Ich habe so einige Praxen und auch die sind zu uns gekommen mit der klaren Aussage, Klaus, weißt du eigentlich, wir müssen gar nichts mehr tun. Wir sind der Platzhirsch, wir sind die bekanntesten vor Ort. Ja, wir haben genug Patienten, wir verdienen genug und so weiter und so fort. Aber wir möchten alles tun, dass das so bleibt. Wir möchten heute etwas tun, damit das in 5 und in 10 Jahren immer noch so ist. Denn keine Praxis, wir wissen das nicht und unsere Praxen wissen das nicht, ob nicht nebenan gerade ein paar junge, coole Zahnärztinnen und Zahnärzte mit einer geilen Agentur am Start sind, durchstarten, alles erkannt haben, innerhalb von 2-3 Monaten da das Online-Marketing und das Marketing vor Ort mit einem geilen Team, mit tollen Ideen, mit jungen Leuten rocken und auf einmal stehst du da mit deiner implantologischen Praxis vom Großvater, ja, und dir bricht alles weg. Beim Thema Personal ist es noch eklatanter. Auch da finden wir ja immer wieder ein großes Jammern, egal wo man hinkommt, jammern, 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 was ich nachvollziehen kann, weil die Situation auch nicht wirklich leicht ist. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, dass man dann daraus keine Veränderung zieht, dass man nicht investiert. Und wenn jetzt eine Praxis zu mir kommt, ich hatte gerade so einen Fall, die Praxis legt los, aber die musste ich auch überzeugen, dass wenn man jetzt hingeht und sagt, wir wollen uns in Zukunft aufstellen, um gutes Personal zu bekommen, wir wollen junge Leute ansprechen, wir wollen ausbilden in den nächsten Jahren, dann musst du einfach mal viele tausend Euro in die Hand nehmen für Videoproduktionen, für Werteentwicklung, für Positionierungsworkshops, für die Websites und so weiter und so fort. Ja, das heißt alles nicht, dass damit auch der Erfolg garantiert ist. Das bitte niemals falsch verstehen. Ja, ich kann immer nur sagen, aus der Erfahrung mit ganz vielen Praxen und Projekten wissen wir, was wir bislang getan haben, damit es funktioniert. Ob das bei dir genauso funktioniert, sehen wir nur, wenn wir es tun. Und die einzige Garantie, nicht die einzige, es gibt 2 Garantien, die Kunden, Partner von mir bekommen. Unsere Erfahrung mit allem, was wir haben, bekommst du. Und die ganz klare Garantie, die immer richtig ist, wenn du nichts tust, bekommst du nichts. Ist Kindergartenrhetorik, keine Frage. Ja, aber es ist halt so. Und da trennt sich dann auch letztendlich Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Ne? Da unterscheiden sich dann Unternehmer von Nicht-Unternehmern. So, machen wir es mal ganz einfach. Ja? Und wenn wir bei der Website sind, ist das genau das Gleiche. Ich habe für jeden Verständnis, der nicht investiert, weil er nicht investieren kann, der sich was Günstiges sucht, damit auch durchaus klarkommt. Der oder die darf aber hinterher nicht rumheulen und sagen, ja, aber ich werde ja gar nicht gefunden und die anderen Zahnärzte, die tauchen ja alle oben auf, hier in meiner Großstadt.
dann hast du auch nichts dafür unternommen, dass du da hinkommst. Wenn das nicht dein Ziel ist, wenn deine Website einen Schönheitspreis gewinnen soll und prämiert werden soll für das geilste Design ever und du erscheinst in Designpublikationen, dann brauchst du keine Suchmaschinenoptimierung. Aber dann jammer nicht rum, wenn dich keiner findet. Ne? Mona Lisa im Keller hängen zu haben und keiner sieht sie, ist eine doofe Idee. So. Ja, du, das vielleicht so, um diese Episode abzuschließen, ist dann der Spruch, den du vielleicht heute nicht mehr hörst, ist, wir nehmen keine neuen Patienten mehr. Ich erinnere mich, dass ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die etablierte Praxen haben, oder auch, gut, bei den Hausärzten ist vielleicht eine andere Geschichte, weil die wirklich dann zum Teil überrannt werden und sagen, wir können im Moment keine neuen Patienten aufnehmen. In einer Zahnarztpraxis sage ich immer, je besser der Zahnarzt ist, umso mehr Patienten braucht er. Ja, ja, und es geht ja heute auch, zumindest im Marketing bei uns, wirklich selten darum, quantitativ Neupatienten zu gewinnen, sondern es geht um qualitative Neupatienten. Neupatienten, die, wenn wir uns die ganze Entwicklung angucken, die politische, die gesellschaftliche, die finanzielle, wie viele Menschen haben denn in Zukunft überhaupt noch Möglichkeiten, eine hochwertige, wirklich für einen Zahnarzt auch ethisch vertretbare, hochwertige Zahnmedizin zu bezahlen? Ja, und da ist natürlich schon unsere Aufgabe, auch über Webseiten Filter zu setzen, um klare Botschaften zu kommunizieren. Wir haben immer mehr Websites oder Internetseiten, wo wir bei einigen Fällen, schönstes Beispiel ist immer hier die Endo, ne, die Wurzelbehandlung, wo wir klar kommunizieren, die gibt es nicht, ohne dass du Geld dafür bezahlst. Wir aber auch Argumente liefern, warum. Ja, wir können nicht einfach draufschreiben, bei uns gibt's keine Kassenendo, bei uns kostet Geld. Das wäre Quatsch. Ja, wir müssen die klare, verständliche Begründung liefern, warum eben eine hochwertige Behandlung auch ja hochwertig bezahlt werden muss, wie in jedem Geschäft eigentlich. Ja, und deshalb ist so dieses Thema, also du hast mich ja gefragt, wollen wir mal über Website reden? Ist ja, über Website können wir sprechen. Also eigentlich können wir da in 5 Minuten das abhaken, wenn man so die grundsätzlichen Fragen klärt. Denn die Website der Zahnarztpraxis, wenn man sie halt so betrachtet, ist halt eben Teil einer Marketingstrategie und sie muss für bestimmte Marketingziele und strategische Ziele eingesetzt werden. Und deshalb ist sie auch so Das war unterschiedlich. in deinem Briefing. Eigentlich haben wir jetzt nur die erste Seite besprochen. Da sind aber noch einige Seiten mehr. Ja, das ist auch ein Thema, was wirklich viele Episoden möglich macht. Ja. Also, wie werde ich gefunden? Was kann ich tun? Wie kann ich dieses Tool und zusätzliche Werkzeuge nutzen, um eben meine Marke bekannter zu machen, mich bekannter zu machen, neue Patientinnen und Patienten zu gewinnen. Also das wird sicher ein Thema unseres nächsten Talks sein. Das machen wir gerne. Ja. Weil das ist schon ein Thema, mit dem sich viele nicht oder sehr ungern auseinandersetzen. Ja. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn du da aus deinem Nähkästchen plauderst und vielleicht erkennt auch die eine oder der andere dann, dass es Sinn macht, sich mit jemandem wie dir mal in Verbindung zu setzen, um ein paar Dinge zu optimieren. Also ja, oder einfach gerne auch einfach mal mit mir sprechen. Diese erste Episode zum Thema Webseite und wir bleiben da am Ball und werden mit Klaus dieses Thema sicher noch weiter diskutieren. Also bleibt immer, also wie ich in einem Video, das ich jetzt auf LinkedIn gepostet habe, stay curious, immer die Augen und die Ohren offen halten, wie eigentlich Kinder das ja machen. Die Kinder, die fragen ja immer, du Großvater, was ist das? Was ist das? Wie funktioniert das? Wieso ist das so? Letztens hat mir einer mal gesagt, sein Enkel hat ihn dann gefragt, du, wenn ich groß bin, wo wohnt ihr dann? Das ist eine tolle Frage, die auch, sowas stellen auch nur Kinder, ne? Ja, genau. Aber das fragen Kinder. Diese Weltoffenheit, die sollte man sich etwas bewahren, auch wenn man erwachsen wird, weil das macht das Leben doch auch spannend, dass man ab und zu sich wieder ein bisschen die Gedanken auffrischt
Und deshalb macht es auch Spaß, mit dir zu diskutieren über diese Themen. Und ich hoffe auch euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, dann fragt, weil, wie gesagt, Dental TV oder auch Klaus mit seinem Podcast, wir beantworten gerne eure Fragen, sind da, um euch zu helfen, dass ihr mehr Spaß an der Freude habt, Spaß an eurem Beruf, Spaß am Leben und überhaupt mehr Spaß. Und ich wünsche euch viel Gesundheit, das ist das Wichtigste im Leben und freue mich schon auf die nächste Episode mit Klaus. Also bis dann und für heute tschüss. Danke, Alexandro. Danke euch. Bis dann. Tschüss.